Hallo und herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video. Und heute machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denke ich. Und zwar geht es heute wieder zum Marktplatz. Da haben wir das letzte Mal hier am Taxistand gearbeitet und dort werden wir auch heute weitermachen. Wie ihr seht, die Taxen stehen, dahinter ist eine Lücke und da werden wir heute weitermachen. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall um den Untergrund kümmern, ich werde ein bisschen Bepflanzung hinzufügen, mehr Kopfsteinpflaster, mehr Figuren, eventuell auch mehr Licht, 1, 2 Buden, vielleicht mal schauen, was sich ergibt und eventuell bauen wir auch da drüben dann noch weiter in diese Richtung. Dort wird sich auch noch ein bisschen was zu tun geben und was ihr auch hier seht, das hier sind übrigens neue Mauersteine in Tan. Die habe ich jetzt endlich bekommen, das heißt, wir können entweder heute, ich glaube heute eigentlich nicht, aber in absehbarer Zeit auch hier am Gebäude, hier vorne an der Kanzlei mit den Wohnungen oben drüber weiterbauen. Aber das ist ein Thema für eines der nächsten Updates. Heute machen wir hier am Marktplatz weiter. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und ja, bis gleich. Dieses kleine Set kennt ihr bereits, die 40488. Das war mal ein GWP irgendwann dieses Jahr. Ich habe es selber nicht direkt bekommen, sondern dankenderweise ist es aus dem großen Paket vom Markus, habe ich vor ein paar Videos mal vorgestellt, das war dieses tolle Paket mit allen Dingen, die er nicht mehr gebraucht hat. Ich habe jetzt auch alles wieder gefunden daraus im Paket, es war ja ein bisschen durcheinander gekommen, weil die Tüten aufgegangen sind, nicht so ein Problem. Aber ich habe tatsächlich alles wieder gefunden, habe es zusammengebaut, habe es noch ein bisschen optimiert. Ihr seht, dass ich hier vorne den Tresen ein bisschen geändert habe und ich habe das Schild hier oben so umgebaut, dass man keine Noppen sieht. Ihr seht, hier sieht man noch Noppen am Schild, ich habe es umgebaut, dass es jetzt ein bisschen hübscher aussieht und das Ganze auch noch so angepasst, dass da jetzt eine Lampe drin ist, die wir dann noch haben werden. Und das werde ich jetzt vermutlich, ich bück mich mal ein bisschen, ich strecke mich mal ein bisschen, ungefähr dort hinstellen. Und ich denke, es ist eine ganz gute Stelle dafür und das werde ich jetzt mal ein bisschen weiter ausbauen. Hier drüben seht ihr meine kleine Kopfsteinpflaster-Baustelle sozusagen. Ihr seht, wie ich hier die ganzen Elemente baue, die dann drüben eben auf den Boden kommen. Das ist sozusagen die Grundkonstruktion besteht halt eben hauptsächlich aus diesen Headlight Bricks, von denen ich jetzt endlich wieder neue habe, ebenso wie eben auch die 1x2er Plates als auch die 1x1er Tiles. Alles wieder aufgefrischt, alles wieder aufgefüllt, deshalb können wir jetzt endlich mal wieder Kopfsteinpflaster machen. Aber ihr seht schon, das ist wirklich sehr viele Steine. Allein das hier ist ein Strang, der besteht immer aus 14 Headlight Bricks, also so ein Element hat dann schon mal über 50 Steine, bevor das Kopfsteinpflaster draufkommt. Das Kopfsteinpflaster kommt oben drauf, dann ist so ein Element ungefähr, müssten ungefähr an die 100 Steine werden. Für das kleine Stückchen, dann könnt ihr euch mal hochrechnen, wie viele Steine schon im Kopfsteinpflaster stecken. Das wollte ich euch nur mal zwischendurch zeigen, damit ihr einfach mal seht, wie viele Steine das Ganze frisst und wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber es muss gemacht werden, denn es sieht einfach gut aus, finde ich. Wie ihr sehen könnt, ist die erste Lücke jetzt geschlossen. Nicht nur, dass der Boden jetzt zu ist, sondern auch der Stand hier mit dem Kaffee und etc. steht. Ich habe da vorne jetzt noch ein paar Stehtische hingestellt. Neue Einwohner sind eingezogen, da blende ich jetzt aber noch nichts ein, weil da kommen heute sicherlich noch ein paar andere dazu. Erst wenn alles final fertig ist, blende ich dann mal ein, wie viele es sind. Und ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Ihr seht, dass wir jetzt eine komplette Verbindung haben, wenn ich mal ein bisschen zurückgehe. Prinzip von hier vorne, von der Brücke, die ganze Straße nach da hinten bis zum Eingang des Bahnhofs. Und wir werden natürlich jetzt noch nicht aufhören, denn wir werden jetzt auch mit dieser Lücke hier weitermachen. Da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Ich habe auch schon was vorbereitet. Dann seht ihr nämlich hier drüben, dass ich hier schon wieder angefangen habe, das Kopfsteinpflaster vorzubereiten. Das ist alles, was ich brauche, um hier drüben die Fläche zum größten Teil zu schließen. Da kommt auch gleich noch ein Beet vorne an die Straße hin, um es noch ein bisschen abzutrennen und um ein bisschen Farbe reinzubringen. Das mache ich jetzt. Und weil es heute auch ein bisschen Thema ist, um euch mal zu zeigen, wie viele Steine in sowas reinwandern. Allein der Bodenbelag, den ihr gerade drüben gesehen habt, hat ungefähr 250 Steine, also wenn alles fertig ist, für diese kleine Lücke, die nicht mehr komplett aufgefüllt ist. Das heißt, wir werden heute sicherlich mit auch dem kleinen Stand etc. hier locker an die 1000 Steine verbauen und damit jetzt in Anführungsstrichen nicht so viel an Fläche bedecken. Also einfach mal, um ein bisschen wirken zu lassen, wie viel hier drin steckt. Aber ich mache jetzt weiter und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Und ich bin sehr froh, dass sich die Lücken heute mal wieder richtig ordentlich schließen. Die nächste Lücke ist geschlossen, wie ihr sehen könnt. Und zwar ist der Bereich jetzt hier zwischen diesen beiden gepflasterten Wegen
geschlossen. Das Kopfsteinpflaster ist drin. Ihr seht auch, dass das Beet drin ist, das ich euch versprochen hatte. Es ist ähnlich gestaltet wie die beiden da hinten direkt vor dem Eingang Richtung Bahnhof. Es sind die gleichen Blumen, ist nur ein bisschen schmaler, damit es einfach hier besser reinpasst. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt noch eine Bank hingesetzt. Da ist eine Oma, sage ich jetzt mal, und deren Enkelin hat da gerade eins von diesen Luftballontieren in der Hand, die es wahrscheinlich von dem lustigen Clown von hier vorne hat, einfach hier ein bisschen Storybuilding reinzubringen. Und da sehen wir an dem Stand noch einen Vater, ebenfalls mit Tochter. Die Tochter hat einen Luftballon und die kaufen sich jetzt hier einfach gerade was zu essen. Es gibt einfach noch ein bisschen kleine Stories hier, damit halt an jeder Ecke ein bisschen was zu entdecken gibt. Mini-Stories, denke ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, halt ein bisschen was zum Entdecken. Und was wir jetzt natürlich auf jeden Fall noch machen, ist, dass wir jetzt auch diese Lücke hier schließen, dieser grüne Bereich. Da soll ja auf jeden Fall noch irgendwie ein Baum oder dergleichen hin, habe ich das letzte Mal schon geplant gehabt. Und das werde ich jetzt noch umsetzen. Hier seht ihr nun endlich das Endergebnis des heutigen Tages und hier sind nochmal einige 100 Steine hineingeflossen. Ich zoome nochmal ran, das ist nämlich für mich einfacher, um euch das Ganze zu zeigen. Ihr seht, hier neben der Touristeninformation ist noch ein Baum hinzugekommen, der hat jetzt kein Beet oder so, der wächst jetzt einfach hier so altmodisch direkt raus. Man hat außenrum das Kopfsteinpflaster gemacht, ist auch ein bisschen anderes Grünzeug, das da rauswächst und obendrauf ist noch ein Vogel und ganz neu ein Eichhörnchen, das erste Eichhörnchen in der Brickworld. Herzlich willkommen, neue Tierart hier in der Brickworld. Und jetzt seht ihr, dass sich hier, dadurch, dass sich diese Lücke jetzt geschlossen hat zwischen den Taxis und auch den Ständen dort hinten, hat sich jetzt hier nochmal einiges getan. Das macht einfach wirklich einen riesen Unterschied, dass diese Lücke jetzt geschlossen ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber und sehr glücklich damit, wie das Ganze geworden ist. Es sind einige Minifiguren hinzugekommen. Ich muss mal ganz kurz selber durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neue Minifiguren. Ja genau, 9 neue Minifiguren sind hinzugekommen. Das heißt, es sind auf jeden Fall über 400 Minifiguren jetzt. Ich werde es unten einblenden gleich nochmal. Und das ist sozusagen das erste Jubiläum des Tages. Und auf jeden Fall, ich habe nochmal ein bisschen durchkalkuliert, es sind auf jeden Fall über 1000 Steine, die heute hier reingeflossen sind, um diese 3 kleinen Lücken in Anführungsstrichen zu schließen. Aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich gehe jetzt nochmal hier runter und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von hier unten an, wenn wir jetzt nach da hinten blicken und zum ersten Mal so richtig den Boden sehen können, ohne dass der Boden Lücken aufweist. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und schreibt mir wie immer gerne alles, was ihr dazu an Meinungen habt, an Ideen habt etc. in die Kommentare natürlich. Und was wir in einer der nächsten Episoden machen werden, wir werden dann da hinten weitermachen, hier um die Ecke gehen. Da kommen dann noch ein paar Buden dazu. Da wieder weiterhin gerne schreiben, was ihr an Ideen habt für weitere Buden etc., Stände auf diesem Marktplatz. Es kommt auch noch, wie gesagt, ein Brunnen hinzu mit Statue. Und vielleicht auch noch ein bisschen was als Unterhaltungsprogramm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was sich da eurer Meinung nach so anbietet. Ich habe jetzt extra nochmal gewartet, bis es ein bisschen dunkler hier ist, damit man einfach nochmal die Lichtstimmung ein bisschen besser erleben kann. Ich gehe mal mit euch noch ein bisschen näher ran, dann seht ihr jetzt, wie es hier unten jetzt aussieht in dem Bereich. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, wie es sich heute weiterentwickelt hat. Der Taxistand wirkt jetzt auch nochmal viel besser, indem jetzt auch dahinter die Lücke geschlossen ist. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen näher an. Ein paar Nahaufnahmen für euch, von hier unten. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. In einem der nächsten Updates, wenn es wieder um diesen Bereich geht, ich weiß noch nicht wann, werde ich mich wahrscheinlich auch in diese Richtung endlich begeben, damit diese Lücke auch endlich mal geschlossen wird. Dann haben wir nämlich hier vorne eigentlich fast alles fertig. Das da vorne muss natürlich auch noch bearbeitet werden. Das muss ich noch mal ein bisschen umbauen. Den Lastwagen will ich noch mal auffüllen. Und ansonsten denke ich, dass das hier eine ganz gute Geschichte wird. Ein Kommentar oder mehrere Kommentare kamen auf die Idee, dass wir gleich noch eine zweite Straßenbahn hier hinstellen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen, denn die Straßenbahn ist ja, wenn ich ein bisschen hier vorgehe, relativ hoch und würde hier tatsächlich viel von dem, was man hier hat, verdecken. Deshalb habe ich extra die Straßenbahn auch nicht in der Haltestelle stehen, damit man auch hier besser die Taxis sieht und eben auch den Blick nach hinten. Einfach mal dazu. Ansonsten schreibt mir wie immer alles, was ich gefragt habe etc. in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und hier auch wie immer wie weit möglich einfließen zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, das war's heute aus der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue und ansonsten viel Spaß beim selberbauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!